Hi, ich bin Katha. Hi, ich bin Nikita und in diesem Video soll es darum gehen, dass wir euch die wichtigsten Portale bei uns an der Uni zeigen. Darunter zum Beispiel das HISPOS, wo ihr euren Stundenplan macht, die Prüfungen anmeldet und die Leistungen einsehen könnt. Dann haben wir noch Moodle. Da könnt ihr eure Vorlesungen runterladen und die Übungsunterlagen, könnt mit euren Mitstudierenden und den Professoren kommunizieren. Und am Ende werden wir euch noch die wichtigsten Funktionen vom eCampus zeigen. So, als erstes gucken wir uns das HISPOS an. Das findet ihr, indem ihr einfach bei Google Portal Uni Kassel eingebt und dann auf den ersten Link klickt. Als allererstes solltet ihr euch natürlich oben rechts mit eurer OK-Nummer und eurem Passwort anmelden, um danach die einzelnen Funktionen des HISPOS einsehen zu können. Zunächst wollen wir uns die Stundenplangestaltung anschauen. Allgemein könnt ihr euren Stundenplan unter Meine Funktionen und dann ganz einfach Stundenplan einsehen. Doch dieser ist momentan noch leer. Um den jetzt mit Leben zu füllen, gehen wir auf Veranstaltungen, dann auf Vorlesungsverzeichnis und dann haben wir hier die Aufreihung jeglicher Studiengänge, die es hier bei uns an der Uni Kassel gibt. Da wir uns am FP16 befinden und wahrscheinlich Elektrotechnik und Informatik studieren, klicken wir dementsprechend auf FP16. Nachdem wir nun auf FP16 geklickt haben, kann man zwischen verschiedenen Prüfungsordnungen auswählen. Da sind alle beinhaltet, von Informatik bis zur E-Technik. Wir gucken uns jetzt einfach für die Informatiker an und einfach für die E-Techniker, damit auch alle verstehen, worum es geht. Für die Informatiker klicken wir auf Bachelorstudiengang Informatik PO 2018, PO 2020. Hier findet ihr jetzt die einzelnen Grundbereiche, die ihr schon bei Justin im Video kennengelernt habt, zum Beispiel Grundbereich A. In diesem Grundbereich finden wir Einführung in die Informatik, formale Grundlagen der Informatik, lineare Algebra und technische Grundlagen der Informatik. Nehmen wir uns als Modul einfach mal Einführung in die Informatik. Hier sehen wir nun, dass es eine Vorlesung gibt und eine Übung dazu. Für Vorlesungen ist es meistens ganz einfach. Da klicken wir einfach auf den Vorlesungsteil und schauen uns dann an welchen Terminen das Ganze angeboten wird. Das findet ihr hier. Um diese Termine nun dem Stundenplan hinzuzufügen, können wir hier auf das Vormerken klicken und dann markierten Termin vormerken. Nun werden wir weitergeleitet zu unserem Stundenplan. Nun sehen wir, dass die beiden Termine für die Vorlesung zur Einführung in die Informatik in unserem Stundenplan aufgeführt sind. Ganz, ganz wichtig. Und das ist eine Sache, die müsst ihr alle beherzigen. Jedes Mal, wenn ihr ein Modul hinzugefügt habt, Plan speichern klicken. Weil wenn ihr das Ganze macht und der Stundenplan fertig ist und ihr kein einziges Mal zwischengespeichert habt und das nächste Mal bei HISPOS reingeht, ist der Plan wieder leer. Nachdem der Plan jetzt ordnungsgemäß abgespeichert wurde, können wir wieder zurückgehen und uns die Übung anschauen. Bei den Übungen ist es nicht so einfach, deswegen würde ich euch da eine persönliche Empfehlung geben. Dort ist es meistens so, dass die Termine nicht als einzelne Termine aufgezählt wurden, sondern in einem großen Tab sind. Das heißt, wenn man da versucht, die Termine hinzuzufügen, fügt man alle 5 hinzu. Hier in dem Fall bei Einführung in Informatik ist das wirklich gut umgesetzt worden und da können wir einfach uns den schönsten Termin raussuchen und dementsprechend auch durch Vormerken und markierten Termin vormerken in den Plan mit reinnehmen. Hierbei ist zu beachten, dass es bei den Übungsgruppen immer Einwahlen über Moodle gibt. Das heißt, ihr könnt euch nicht im Vorhinein schon die Lieblingsgruppe aussuchen, sondern müsst euch erst nach Vorlesungsbeginn in diese Übungsgruppen einwählen. Das Ganze wird euch aber in der ersten Vorlesung nochmal erklärt. Natürlich könnt ihr euch einfach für euch selber schon mal die Sachen reinlegen, um zu gucken, ob der Stundenplan gut aussieht. Nun haben wir auch die Übung mit drin und sind damit fertig mit der Einführung für die Informatik. Plan speichern, ganz wichtig. So, nachdem der Plan jetzt wieder leer ist, gucken wir uns das Ganze auch nochmal für die E-Techniker an. Hierfür gehen wir wieder aufs Vorlesungsverzeichnis, FP16, Bachelorstudiengang, Elektrotechnik PO15, PO16. Hier haben wir eine andere Aufreihung als bei den Informatikern, aber im Endeffekt nimmt sich das nicht viel. Wir gehen hierfür im ersten Semester erstmal auf Pflichtmodule Grundstudium und finden die Aufreihung an verschiedensten Sachen. Anhand des Beispielstundenplans, den ihr bei Kara und IGEN gelernt habt, könnt ihr euch jetzt die richtigen Module raussuchen. Wir nehmen uns jetzt zum Beispiel lineare Algebra. Hier gibt es eine Vorlesung, eine Übung und eine Hörsaalübung. Bei diesem Termin handelt es sich um eine Zusatzübung. Dort können Fragen gestellt werden und nochmal Aufgaben besprochen werden, die nicht ganz klar geworden sind. Hier machen wir nun genau dasselbe, gehen auf Vorlesung, markieren uns die Vorlesungstermine und merken sie uns im Stundenplan. Diese sind nun aufgeführt im Plan und diesmal speichern wir auch wieder den Plan ab. Nachdem wir wieder zurück in der Ansicht sind,
können wir nun die Übung hinzufügen. Hier suchen wir uns auch wieder die schönste Übung raus, aber beachten wieder, dass wir uns erstmal in die Übungsgruppen einwählen müssen. Nun ist die Übung auch im Stundenplan. Und wieder Plan speichern. Wenn wir wollen, können wir jetzt noch die Hörsaalübung mit reinnehmen. Die ist natürlich ein freiwilliger Termin, aber wir würden es euch stark ans Herz legen, zusätzliche Übungen einfach mitzunehmen. Die merken wir jetzt auch vor und fügen sie dem Stundenplan hinzu. Plan speichern. Damit wäre dieses Fach auch komplett hinzugefügt in unserem Stundenplan. Ganz wichtig nochmal für die E-Techniker, weil ihr im ersten Semester schon Schlüsselkompetenzen macht. Wenn ihr euch die Liste mit den einzelnen Schlüsselkompetenzen runterladen wollt, dann reicht es leider nicht, hier auf Modul Schlüsselkompetenzen aus dem fachübergreifenden Lehrangebot zu klicken, sondern ihr müsst auf dieses blaue i daneben klicken. Ihr werdet weitergeleitet auf eine Seite, wo ihr euch die Beispielliste SWR-Veranstaltung runterladen könnt. Damit sind wir erstmal durch für den Stundenplan. Jetzt gucken wir uns an, wie melde ich überhaupt Leistungen und Prüfungen an. Dafür gehen wir wieder auf meine Funktion und auf Prüfungsverwaltung. Hier können wir nun auf Leistungen an- und abmelden klicken und den dementsprechenden Studiengang auswählen. Wir gehen mal davon aus, dass es euer erster Studiengang ist, deswegen wird da auch nur ein Ordner vorhanden sein. Dort seht ihr wieder die einzelnen Bereiche. Von E-Technik zu Informatik unterscheidet sich das nochmal. Aber wenn wir jetzt beispielsweise auf den Grundbereich A klicken, können wir hier sehen, was wir bereits bestanden haben und was wir noch abschließen müssen. Wenn wir nun auf technische Grundlagen der Informatik klicken, können wir hier die Prüfungsanmeldung machen. In dem Fall ist schon was angemeldet, das können wir jederzeit stornieren, solange das im Rücktrittsrahmen ist, aber auch Übungen anmelden. Genauso ist es, wenn ein Fach eine Studienleistung benötigt, beispielsweise regelmäßige Hausaufgabenabgabe, muss diese auch vorher im HISPOS angemeldet werden, damit die dann freigeschaltet wird, sobald man die richtige Punktzahl erreicht hat und man dann im Endeffekt den Zugang dazu bekommt, sich auch zur Prüfung anzumelden. Wenn das alles geklappt hat und ihr nochmal auf Nummer sicher gehen wollt, ob die Leistungen angemeldet sind, geht ihr wieder bei meine Funktion auf Prüfungsverwaltung und schaut in eure Leistungsübersicht. Dort findet ihr eine Aufzählung aller Fächer und aller Leistungen, die ihr angemeldet habt, die ihr schon abgeschlossen habt und eure einzelnen Noten und Credits, die ihr dafür bekommen habt. Das wäre es erstmal zum HISPOS gewesen und Katha macht jetzt weiter mit Moodle. Hi, wir machen jetzt weiter mit Moodle. Ihr seht schon im Hintergrund die Startseite. Da könnt ihr einmal später beim Dashboard eure angemeldeten Kurse sehen. Das gucken wir uns am Ende an. Und vorher zeige ich euch jetzt, wie man sich überhaupt in einem Kurs richtig anmeldet. So, dafür geht ihr auf die Startseite, scrollt ein bisschen runter, da könnt ihr dann die verschiedenen Kursbereiche sehen und wir drücken auf FB16. Da könnt ihr dann die verschiedenen Fachgebiete sehen. Im ersten Semester werdet ihr alle den Brückenkurs brauchen, deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie wir uns da bei dem Moodle-Kurs anmelden können. Dafür drücken wir einfach auf den Brückenkurs, wählen dann das aktuelle Semester aus, das ist bei uns jetzt das Wintersemester 2021. Dann kommt ihr hier auf den Kurs, das heißt hier der mathematische Brückenkurs. Hier seht ihr eure Dozenten, die ihr da drin habt. Könnt dort nochmal draufdrücken und da es keinen Einschreibeschlüssel gibt, falls es einen gibt, erfahrt ihr den in der Vorlesung, könnt ihr euch dann einfach in den Kurs einschreiben. So sieht es dann aus, wenn ihr eingeschrieben seid. Im Moment ist der Kurs natürlich noch leer, weil noch nichts hochgeladen worden ist, aber gleich zeige ich euch nochmal, wie das aussieht, wenn zum Beispiel Vorlesungen oder Übungsunterlagen schon hochgeladen wurden. Wir schauen uns jetzt einen Moodle-Kurs aus dem letzten Sommersemester an, der unserer Meinung nach sehr gut umgesetzt worden ist, gerade dadurch, dass es auch ein Online-Semester war. So, einmal findet ihr hier oben eine Übersicht, auch die Klausureinsicht, das ist für euch erst später relevant. Genau, hier sind erstmal die ganzen allgemeinen Informationen, die man zu Beginn lesen sollte, sind meistens sehr wichtig und allgemein gehalten, einfach alles, was man für dieses Fach benötigt. Danach habt ihr hier eine Folienübersicht, das heißt, ihr seht alles vom ersten bis zum letzten Kapitel, ist natürlich noch nicht am Anfang hochgeladen, in euren Kursen wird es dann alles Woche für Woche nach und nach hochgeladen. Dann finden wir hier die verschiedenen Tools, die wir benutzen in diesem Fach, sind nochmal in einem Erklärvideo inklusive Beispiel erklärt worden, das heißt, es ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Dann wurden in diesem Moodle-Kurs noch Probeklausuren hochgeladen, die kommen natürlich erst am Ende. Nutzt es als Chance und rechnet sie nicht zu früh, aber dazu können wir euch später auch noch mehr sagen. So, dann habt ihr hier immer noch Woche für Woche die verschiedenen Arbeitsblätter. Das ist jetzt auch nicht in jeder Übung so. Wundert euch nicht, wenn das in eurem Moodle-Kurs ein bisschen anders ist. Wie gesagt, das hier ist ein sehr, sehr ausführliches Beispiel.
Aber da gibt es dann die verschiedenen Übungen, die Hausaufgaben dazu und noch ein Self-Assessment. Und das gibt es dann für jede Woche. Ja, das war es auch eigentlich erstmal zu den Moodle-Kursen. Wie Nikita vorhin schon erwähnt hat, müsst ihr euch in manchen Kursen auch für Übungen zum Beispiel eintragen. Das passiert häufig auch über Moodle, das wird aber vorher nochmal in der Vorlesung angekündigt. Das heißt, ihr müsst dann auch einfach in den jeweiligen Kurs gehen, schaut euch das an und da wird dann einfach ein Button freigeschaltet, wo ihr dann eure jeweilige Übungsgruppe aussuchen könnt. Wir schauen uns jetzt einmal die wichtigsten Funktionen zum eCampus an. Das erste, was euch interessieren könnte, ist natürlich, ob ihr euren Semesterbeitrag schon gezahlt habt, beziehungsweise ob das Geld schon angekommen ist. Dafür könnt ihr einfach auf mein Studium, Studienservice, dann unter Zahlungen, seht ihr dann noch immer gleich, wie hoch ist überhaupt der Semesterbeitrag in diesem Semester und auch, ob Zahlungen noch offen sind. Das zweite, was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, sind die Bescheinigungen. Egal, ob es ums BAföG geht, Finanzamt oder sonst irgendwas. Hier findet ihr auf jeden Fall eure Immatrikulationsbescheinigung. Könnt ihr einfach draufdrücken und euch dann ausdrucken lassen in PDF-Form. Über den eCampus könnt ihr sogleich auch auf Veranstaltungen drücken und dann werdet ihr die Seite vielleicht wiedererkennen. Das ist das gleiche wie beim Portal. Das heißt, auch hierüber könnt ihr euren Stundenplan erstellen oder eure Kurse suchen. Ansonsten könnt ihr über den eCampus auch noch auf Moodle zugreifen. Dazu einfach hier oben einmal auf Moodle drücken und dann seid ihr auch wieder auf der Startseite davon. Vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Wir hoffen, wir konnten euch damit den Studieneinstieg ein bisschen erleichtern. Falls ihr noch Fragen zum Thema Stundenplan, Moodle oder eCampus habt, dann könnt ihr diese natürlich auch auf Discord stellen oder uns über alle anderen Social Medias erreichen.